Ich werde jetzt mal nachgucken, ob unsere Ergebnisse von unseren Corona-Tests von gestern schon online sind. Da gibt es jetzt hier so eine Seite, eine türkische Internetseite, und ich glaube, ich muss jetzt hier auf Covid-19-Test Sonuçları oder sowas, whatever, gehen. Und jetzt brauche ich Barcode. Wir haben hier jeder von den Abstrichen gestern so einen Barcode bekommen. Der hier ist von Malte, den muss ich jetzt hier eingeben. Uns wurde gesagt, dass man da jetzt die letzten 4 Ziffern der Passnummer eingeben soll. So. Laboratory Result Report. Malte. Negative. Jawohl. Da steht Negative. So, jetzt gucken wir mal, ob ich auch mit ausreisen darf. Mein Testergebnis. Den Barcode muss ich auch wieder erstmal eingeben. Trennen sich halt hier unsere Wege, Franzi. Oh, ich bin auch negativ. Ja, sehr gut, Franzi. Juhu. Ist doch geil, das mal schwarz auf weiß zu haben, oder? Ja. Gut, ich habe mich Realtime PCR. Negative. Oh Gott, ey, ich zerfließe. Es sind, keine Ahnung, ich glaube, es sind schon wieder 36 Grad bei uns im Bus. Wir haben uns einen extra schön schattigen Platz heute für unseren letzten Tag in der Türkei gesucht. Und jetzt geht es über die bulgarische Grenze mit unseren negativen Covid-Tests. Ich hoffe, das funktioniert so reibungslos. Das ist die Ausreise aus der Türkei. Genau. Jetzt müssen wir erstmal warten. Es kann sich hoffentlich nur um Stunden handeln. Ich denke mal, so ein paar Fürsten der Finsternis werden hier hinfahren und dann feststellen, oh, wir brauchen einen Test zum Ausreisen. Naja gut, warte mal, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, jetzt stehen wir ja schon hier. Ja, vielleicht. Das wissen bestimmt nicht alle. Die Ausreise sollte eigentlich hoffentlich noch ein bisschen schneller gehen als jetzt vielleicht die Einreise. Wir haben gehört, dass die auf jeden Fall bei der Einreise nach Bulgarien ziemlich streng sind, beziehungsweise sich auf jeden Fall viel Zeit nehmen und die Autos, jedes Auto auf jeden Fall von innen erstmal angucken, und wahrscheinlich wollen sie auch bei uns im Bus rein. Ich hoffe einfach, dass uns heute vielleicht so ein bisschen die Temperatur zugute kommt und dass die Zollbeamten und Grenzbeamten auch nicht so eine große Lust haben, sich so viel Zeit zu nehmen, weil es einfach zu heiß ist. Voll krass, jetzt haben wir hier an der türkischen Grenze noch so Care-Pakete mit Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel und irgendwie so hygienischen Tüchern oder irgendwie sowas bekommen. Nicht schlecht. Dass sich die Türken noch darum sorgen, wie wir nach Bulgarien einreisen, oder? Ja. Da vorne wird dann nochmal ein kleines Schild desinfiziert. Vielleicht war es eine Stunde oder so. Ja. Wir sind in Bulgarien. Das war eigentlich ziemlich easy, oder? Easy, ja. Ja, also war kein Problem. Der Typ vor uns wurde ein bisschen auseinandergenommen. Es hat ein bisschen lange gedauert. Bei uns haben sie einmal reingeguckt und das war's. Und jetzt fahren wir erstmal zu Lidl. Weil es ist 18 Uhr und wir haben bisher nur gefrühstückt. Und ja, wir haben wahnsinnigen Hunger. Wir wollen Sprudelwasser. Und wir wollen Sprudelwasser. Welcome to Bulgaria. Unser erster Tag in Bulgarien. Wir sind gerade an den Wonder Bridges und wir werden uns in den nächsten Tagen noch ein bisschen die Rhodopen angucken.
Videos und dann geht's weiter. Wir verstehen kein Wort. Wir sind jetzt gerade im Devil's Throat und hier soll es einen 42 Meter hohen Wasserfall in einer riesen Höhle, wo eine ganze Kathedrale reinpasst, sein. Und wir haben schon viele Wasserfälle auf unserer Reise bis jetzt gesehen, aber in einer Höhle hatten wir noch keinen und das gucken wir uns jetzt mal an. Alexander Nevsky-Kathedrale. Und diese Kathedrale in die Höhle passen. Dass das Tor zur Unterwelt ist, das kann man sich schon irgendwie vorstellen. Hier in den Bergen in Bulgarien gibt es total oft Trinkwasser, was super ist für uns zum Auffüllen des Wassertanks. Allerdings gibt es total selten Wasserhähne und deswegen müssen wir jetzt unseren Kanister rausholen. Den haben wir da oben in der Dachbox drin. Ist immer ein bisschen umständlicher, aber es ist trotzdem eine gute Option, Wasser aufzufüllen. Hier ist die Wasserstelle. Schönes Bergwasser. Hast du mal probiert das Wasser? Ne, die trinken es aber neben uns die ganze Zeit. Okay. Gehen wir von aus. Gutes Quellbergwasser. Das Befüllen geht, des Kanisters geht schnell, aber das Entfüllen nicht so. das Entfüllen, ja. Haben wir heute Nacht geschlafen. Wir hatten einen richtig schönen Stellplatz und Malte toastet uns gerade Brot auf unserem genialen Campingtoaster. Ist noch nicht so braun. Gleich gibt es nämlich Frühstück. Den Toaster benutzen wir richtig oft, oder? Eigentlich fast jeden Tag Ist einfach genial, um altes Brot wieder frisch zu kriegen, ja. genau, einfach nochmal richtig lecker zu haben. So, hier haben wir gestern Abend ein kleines Lagerfeuer gemacht. Und genau, das ist unser Stellplatz. Leider die Straße, also die Straße ist ziemlich nah.
Jetzt kommen wieder ein bisschen Autos vorbei, aber die Nacht wird ziemlich ruhig, oder? Ja, durchgeschlafen, aber wir haben halt auch jeder 2 Bier getrunken. Das war eine tiefe Nacht. Ja. Genau, und jetzt gibt es Frühstück. Nachher fahren wir noch nach Plovdiv. Aber vorher arbeiten wir hier jetzt noch ein bisschen, nutzen die Kühle in den Bergen. Nach Plovdiv fahren wir, da kommt eine Freundin von uns her, sozusagen eine Einheimische, und die hat uns einige Tipps gegeben und wir freuen uns schon richtig darauf. Vor allen Dingen die kulinarische Seite von Bulgarien auszuprobieren. Die hat uns irgendwie, keine Ahnung, 10 verschiedene Sachen gesagt, die wir alle probieren sollen, und genau, das wollen wir in Plovdiv mal machen heute. Ja, in Plovdiv sollen es heute 34 Grad werden, das heißt, es ist extrem warm. Ich habe gerade eine lange Hose an und ein langes Oberteil. Wir genießen quasi noch die Kühle. Aber nachmittags fahren wir dann runter in die Stadt und gucken uns die an, das haben wir schon gesagt. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht danach. Also wir müssen uns dann wahrscheinlich, das ist aber auch eigentlich nicht so clever, in der Hitze einen Plan machen. Oder Vielleicht machen wir uns vorher einen Plan? Lieber vorher nochmal einen Plan machen, wie es danach weitergeht. Ja, das ist doch eine gute Idee.